For the time being, it's impossible for me to take my family back to the UK safely. I put myself at risk for that. Sind Archie und Lilibet Prinz und Prinzessin? Diese Frage hat nach der Thronbesteigung von König Charles III. Eine große Debatte ausgelöst. Nach dem Tod von Königin Elisabeth II. verlieh Charles seinen Enkeln zunächst die Titel Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex. Die Situation bleibt jedoch kompliziert, obwohl die offizielle Website der königlichen Familie aktualisiert wurde, um diese neuen Titel widerzuspiegeln. Die Titel der Kinder von Prinz Harry wurden bestätigt, nachdem König Charles im September 2022 zum Monarchen ernannt wurde. Damit ist Archie der 6. in der Thronfolge und Lilibet die 7. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, weil Lilibet als erstes älteres königliches Baby, das in den Vereinigten Staaten geboren wurde, und als erstes Urenkelkind der Königin, das außerhalb des Vereinigten Königreichs geboren wurde, in die Geschichte einging. Die Spannungen bleiben jedoch bestehen, denn Berichten zufolge beabsichtigt Prinz William, Harry und Meghan die Titel HRHA zu entziehen, sobald er König ist. Folglich steht die Frage, ob Archie und Lilibet offiziell Prinz und Prinzessin sind, weiterhin im Mittelpunkt der königlichen Familiendynamik. Bleiben Sie dabei, wenn wir die Antwort auf dieses Problem enthüllen. Lasst uns gleich eintauchen. König Karl entzieht Archie und Lilibet die königlichen Titel. In königlichen Kreisen wurde viel darüber diskutiert, ob die Kinder von Prinz Harry weiterhin königliche Titel tragen werden oder nicht. Die offiziellen Mitteilungen des Palastes spiegeln eine komplizierte Position über den königlichen Status von Archie und Lilibet wider, wie eine genauere Untersuchung dieser Mitteilungen zeigt. Die Titel der Kinder des Herzogs und der Herzogin von Sussex wurden im März 2023 offiziell auf der Website der königlichen Familie veröffentlicht. Früher hießen sie Master Archie Mountbatten Windsor und Miss Lilibet Mountbatten Windsor, aber auf der Website, die die Nachfolge der königlichen Familie regelt, werden sie als Prince Archie Harrison von Sussex und Prinzessin Lilibet Diana von Sussex bezeichnet. Diese Änderung steht im Einklang mit den alten, von König Georg V. 1917 eingeführten Verfahren. Daher besagen, dass die Titel Prinz und Prinzessin an Enkelkinder in männlicher Linie des souveränen Staates vergeben werden. Obwohl monatelang Unklarheit über das Wohlergehen der Kinder herrschte, hat diese Enthüllung alle überrascht. Vertreter des Buckingham-Palastes erklärten, dass die königliche Website nun zu gegebener Zeit aktualisiert wird und somit bestätigt wird, dass die Kinder Anspruch auf ihre Titel haben. Die Titel selbst gehen auf einen langjährigen königlichen Präzedenzfall zurück. Ein Vertreter der Sussexes sagte, dass die Titel der Kinder ein Geburtsrecht sind, seit ihr Großvater Monarch wurde. Nach Angaben des Buckingham-Palastes ist diese Situation schon seit geraumer Zeit geklärt. In einem Exklusivinterview mit dem Hello Magazine wurde erklärt, dass König Charles mit der Idee einverstanden sei, dass die Kinder des Herzogs von Sussex ihre royalen Titel bis zum Ende des Jahres 2022 führen sollten. Die Tatsache, dass dies geschah, obwohl Harry und Meghan von ihren Positionen als berufstätige Royals zurückgetreten waren, deutet darauf hin, dass die Königin zunächst den Anspruch der Kinder auf diese Titel anerkannte. Experten des Königshauses weisen jedoch darauf hin, dass die Kinder ihre Titel als Prinz und Prinzessin zwar in offiziellen Zusammenhängen verwenden könnten, es aber sehr unwahrscheinlich ist, dass sie diese Titel in gewöhnlichen Gesprächen, die sie führen, verwenden werden. Fast unmittelbar nach der Ankündigung des Paares, dass Lilibet am 3. März 2023 getauft werden soll, erfolgte die offizielle Anerkennung. In dieser Erklärung nannten sie ihre Tochter erstmals öffentlich Prinzessin Lilibet Diana. Am nächsten Tag aktualisierte der Palast seine Website. Interessanterweise fand diese Bestätigung des Titels etwa zur gleichen Zeit statt, als der Herzog und die Herzogin von Cambridge erfuhren, dass sie ihr Anwesen im Vereinigten Königreich, das als Frogmore Cottage bekannt ist, räumen müssen. Dieser Zeitpunkt hat den Verdacht aufkommen lassen, dass sich die Ansichten innerhalb der königlichen Familie über die Stellung von Archie und Lilibet geändert haben. Nach dem von König Georg V. erlassenen Patent von 1917 dürfen nur die Söhne des Monarchen und die Enkel in männlicher Linie Prinz, Prinzessin genannt werden. Als Archie 2019 geboren wurde, hatte sein Großvater Charles den Thron noch nicht bestiegen, sodass der Junge einfach Master Archie Mountbatten Windsor genannt wurde. Als Charles jedoch König wurde,
wurden Archie und Lilibet direkte Enkelkinder des Monarchen in der männlichen Linie, sodass sie automatisch das Recht hatten, Prinz und Prinzessin genannt zu werden. Durch eine Aktualisierung der offiziellen Website der königlichen Familie im März 2023 wurde dieser neue Titel offiziell anerkannt. Es gibt Behauptungen, dass Prinz William Harry und Meghan ihren Status als HRH entziehen könnte, wenn er schließlich König wird. Dies könnte sich in Zukunft auf die königliche Stellung von Archie und Lilibet auswirken. Obwohl die Kinder derzeit ihre Titel haben, könnte Prinz William sie ihnen wieder aberkennen. Warum Archie und Lilibet überhaupt Titel hatten? Die Verfahren, die seit Jahrtausenden darüber entscheiden, wer ein Prinz oder eine Prinzessin wird, sind die Quelle der königlichen Titel, die Archie und Lilibet erhalten haben. Die genauen königlichen Erlasse, die die Grundlage für ihren Anspruch auf diese Namen bilden, haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Der Erlass von König Georg V aus dem Jahr 1917 ist die Grundlage für die Titel von Archie und Lilibet. Mit diesem Patentschreiben sollte festgelegt werden, dass die Kinder eines jeden Souveräns dieser Reiche und die Kinder der Söhne eines solchen Souveräns Anspruch auf den Titel eines Prinzen oder einer Prinzessin mit der Anrede königliche Hoheit haben würden. Mit diesem Erlass wurde im Wesentlichen eine Struktur geschaffen, nach der die Enkelkinder des Königs in männlicher Linie automatisch den Königstitel erhalten. Da sie als Urenkel von Königin Elisabeth II angesehen wurden, erfüllten Archie und Lilibet die Voraussetzungen nicht, bevor Charles König wurde. Im Jahr 2012 änderte Königin Elisabeth II diese Bestimmungen, indem sie neue Patentbriefe ausstellte, die nur den Nachkommen von Prinz William vorbehalten waren. Mit dieser Proklamation wurde sichergestellt, dass alle Nachkommen des erstgeborenen Sohnes des Prinzen von Wales Anspruch auf die königlichen Titel haben würden. Als das Reglement 1917 eingeführt wurde, war Prinz George der Einzige, der Anspruch auf einen Fürstentitel gehabt hätte, da er der älteste Sohn des ältesten Sohnes des Prinzen von Wales war. Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Änderung nicht für Harrys Nachkommen in der Zukunft gilt. Nachdem König Karl III. Im September 2022 den Thron bestiegen hatte, wurden Archie und Lilibet sofort als Enkelkinder des Herrschers betrachtet. Dies bedeutete, dass sie gemäß der 1917 erlassenen Verordnung Anspruch auf die Titel Prinz und Prinzessin hatten. Die offizielle Website der königlichen Familie hat im März 2023 Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex in ihr Verzeichnis aufgenommen und damit den offiziellen Status dieser Personen als Mitglieder des Königshauses bestätigt. Die Titel der Kinder sind ein Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde, wie eine Sprecherin der Sussexes erklärte. Archie steht nun an 6. Stelle in der Thronfolge, während Lilibet an 7. Stelle steht. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass König Charles die Autorität hat, diese Titel in seiner Eigenschaft als König zu widerrufen. Außerdem sind diese Titel nicht dazu gedacht, im normalen Sprachgebrauch verwendet zu werden. Sie sollen vielmehr die offizielle Bezeichnung, die ihnen verliehen wurde, kennzeichnen. Wollten Harry und Meghan, dass ihre Kinder Titel haben? Im Laufe ihrer Reise haben der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre Haltung in Bezug auf königliche Titel für ihre Kinder dramatisch verändert. Aus ihren Äußerungen und Handlungen geht klar hervor, dass sie eine komplizierte Beziehung zum königlichen Establishment haben, was die Stellung von Archie und Lilibet angeht. Meghan hat in dem brisanten Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 klargestellt, dass die Entscheidung über Archies Titel nicht in ihrer Hand liegt. Es ist nicht unsere Entscheidung, sagte sie und fuhr fort, dass Titel ihr Geburtsrecht widerspiegeln, über das sie dann eine Entscheidung treffen müssen. Das Wichtigste, was sie mitteilte, war, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Titeln und Sicherheit gibt. Sie erklärte, sie wollten nicht, dass er ein Prinz oder eine Prinzessin ist, was vom Protokoll abweichen würde und dass er keine Sicherheit erhalten würde. Die Herzogin von Cambridge zeigte sich sehr besorgt um das Wohlergehen ihrer Familie, indem sie erklärte, ich hatte große Angst davor, unser Baby wegzugeben, weil ich wusste, dass sie nicht sicher sein würden. Diese Sorge um die Sicherheit stand auch für Harry im Vordergrund, der daraufhin in einer Erklärung vor Gericht erklärte, ich kann meine Frau nicht einem solchen Risiko aussetzen. Was mich betrifft, so zögere ich, mich selbst in Gefahr zu bringen, wenn es nicht absolut notwendig ist. Interessanterweise erklärten königliche Analysten, dass Harry und Meghan bei der Geburt von Archie im Jahr 2019
auf einen Ehrentitel für ihr Kind verzichtet haben, um ihm ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Im Gegensatz zu seinen titelgebenden Verwandten Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis wollte das Paar, dass Archie eine möglichst ruhige Kindheit hat. So eine Quelle, die mit Us Weekly sprach. Die Sprecherin von Harry und Meghan bestätigte im Jahr 2023, dass sie die Titel nun als Geburtsrecht betrachten, seit ihr Großvater Monarch wurde. Und das, obwohl sie den Titel Prinz anfangs nicht für sich selbst verwendet haben. Die Haltung der Sussexes unterscheidet sich etwas von der anderer Mitglieder der königlichen Familie. Prinzessin Anne entschied sich, ihren Kindern Peter Phillips und Zara Tindall keine königlichen Titel zu verleihen, weil sie der Meinung war, dass es für sie einfacher sei, ihr Leben ohne den Titel HRH zu führen. Anne wurde gegenüber Vanity Fair mit den Worten zitiert: „Ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, dass es Nachteile hat, Titel zu tragen." Auch Prinz Edward und Sophie folgten lieber Annes Beispiel, als in die Fußstapfen von William und Harry zu treten. Bei ihren Nachkommen werden die Namen Lady Louise Windsor und Viscount Severn als Höflichkeitstitel verwendet und nicht die traditionellen Bezeichnungen Prinzessin und Prinz. Richard Kay, ein Kritiker der königlichen Familie, erklärte, dass diese Wahl getroffen wurde, um ihre Kinder nicht mit einem HRH zu belasten. Ein anderer Experte erklärte, dass Edward und Sophie wollten, dass ihre Kinder ein normales Leben führen. Wie sich diese Entscheidung auf die Zukunft der königlichen Familie auswirkt. Die Entscheidungen, die über die königliche Stellung von Archie und Lilibet getroffen werden, haben Auswirkungen, die über ihr persönliches Leben hinausgehen und die Struktur des Königreichs in der Zukunft neu ordnen können. Da die königliche Familie unter der Führung von König Karl III. Weiterhin Veränderungen erfährt, haben diese Titelentscheidungen große Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Institutionen und die Mechanismen der Nachfolge innerhalb der königlichen Familie. Es steht außer Frage, dass das Titelproblem die Kluft zwischen den Sussexes und dem königlichen Establishment vergrößert hat. Berichten zufolge ist das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater derzeit immer noch angespannt. Und seit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren mit dem Titel Spare ist die Kommunikation zwischen den beiden gleich null. Die offizielle Annahme der Titel von Archie und Lilibet erfolgte im März 2023, als das Paar aufgefordert wurde, Frogmore Cottage, ihr Haus im Vereinigten Königreich, zu verlassen. Das Timing dieser Ereignisse ist nach Ansicht königlicher Analysten kein Zufall. Da Archie und Lilibet in Kalifornien leben, das vom Leben eines Königs weit entfernt ist, werden die Spannungen zwischen ihnen durch die geografische Barriere noch verschärft. Diese physische Isolation erschwert es den Kindern, Beziehungen zu ihren königlichen Verwandten aufzubauen, insbesondere zu ihren Cousins George, Charlotte und Louis. Sie verringert auch die Zahl der Möglichkeiten zur Versöhnung, die allen zur Verfügung stehen. Was die Nachfolge in der britischen Monarchie betrifft, so stehen Archie und Lilibet weiterhin an 6. bzw. 7. Stelle in der Thronfolge, unabhängig von etwaigen Titelproblemen. Da sich diese Reihenfolge an die strengen Normen der Primogenitur hält, die durch den Succession to the Crown Act 2013 festgelegt wurden, wird ihre Position in der Thronfolge nicht durch Änderungen ihrer Titel oder Konflikte innerhalb ihrer Familien beeinträchtigt. Dennoch ist ihre Verbindung zur Institution eher theoretischer Natur, da sie weder ständig im Vereinigten Königreich präsent sind, noch an den königlichen Aufgaben teilnehmen. Im Gegensatz zu ihren Verwandten, die nach und nach in öffentliche Aufgaben eingeführt werden, befinden sich Archie und Lilibet größtenteils außerhalb des Einflussbereichs, der mit der königlichen Verwaltung verbunden ist. Sollte Prinz William den Thron besteigen, würde ihm das Recht eingeräumt, neue Patentbriefe auszustellen, die die Titelnormen ändern. Im Laufe der Geschichte hat jeder Monarch diese Verfahren entsprechend seiner persönlichen Vorstellung von der Zukunft der Monarchie geändert. Es ist möglich, dass William, der Gerüchten zufolge eine abgespeckte Monarchie errichten will, die Verwendung von Titeln stärker einschränken wird, anstatt sie zu erweitern. Viele Kenner der königlichen Familie sind der Meinung, dass William aufgrund von Harrys Verhalten und seinen öffentlichen Äußerungen immer noch unter großem Schmerz leidet. Aufgrund dieser persönlichen Trennung scheint es sehr zweifelhaft zu sein, ob er in Zukunft wieder einen Titel erhalten wird. Zumal William offenbar bestrebt ist, klare Grenzen zwischen arbeitenden Royals und nicht arbeitenden Royals zu ziehen. Angesichts dieser Entwicklungen ist es wichtig zu untersuchen, wie sich die Monarchie
die einst in einer starren Tradition verwurzelt war, angesichts der modernen Realitäten weiterentwickelt. Die Reise der Titel von Archie und Lilibet veranschaulicht eine Monarchie, die versucht, ihr Erbe zu bewahren und sich gleichzeitig mit den Erwartungen und der Kritik einer sich wandelnden Gesellschaft auseinanderzusetzen. Die Geschichte von Archie und Lilibet ist zu einem Prisma geworden, durch das sich größere Themen wie institutionelle Reformen, Generationswechsel und öffentliche Wahrnehmung spiegeln. Öffentliche Reaktion und Medienwirkung. Einen wesentlichen Beitrag zur Eskalation der Kontroverse um die Titel von Archie und Lilibet haben die internationalen Medien geleistet. Jede Handlung der königlichen Familie wurde sowohl von der britischen Boulevardpresse als auch von amerikanischen Nachrichtenagenturen analysiert, die mitunter durch sensationslüsterne Schlagzeilen und spekulative Analysen zur Verschärfung der Spannungen beigetragen haben. Die Sichtweise der Öffentlichkeit auf die Aktivitäten der Sussexes ist zu einem großen Teil durch das angespannte Verhältnis der Familie zur Presse, insbesondere im Vereinigten Königreich, geprägt. Nach der Veröffentlichung ihrer Dokumentarserie auf Netflix und Harrys Memoiren Spare ist die öffentliche Wahrnehmung der Sussexes noch gespaltener geworden. Ihre Unterstützer loben ihren Mut, sich gegen Ungerechtigkeiten innerhalb der königlichen Familie auszusprechen, während ihre Kritiker ihnen vorwerfen, auf Kosten der königlichen Etikette nach Ruhm zu streben. Die Ablehnung und die Sympathie für ihre Kinder werden gleichermaßen betont, wobei viele Menschen Archie und Lilibet als unschuldige Individuen betrachten, die in einem generationenübergreifenden Machtkampf gefangen sind. Dadurch werden sie als in der Mitte des Konflikts gefangen betrachtet. In der Bevölkerung, vor allem in der jüngeren Generation, wächst das Gefühl der Ambivalenz gegenüber der Monarchie an sich. Die königliche Institution des Vereinigten Königreichs verliert bei jungen Menschen immer mehr an Beliebtheit. Und viele von ihnen stellen die weitere Bedeutung der Organisation in Frage. Angesichts dieser Spaltung der Generationen wird das Schicksal von Titeln für Jugendliche wie Archie und Lilibet in Betracht gezogen. In der Vergangenheit galten Titel weithin als respektabel. In der heutigen Welt haben sie jedoch einen differenzierteren Wert, der nicht nur mit Tradition, sondern auch mit Privilegien, Kontrolle und Zwang verbunden ist. Die Rolle von Ethnie und Identität. In diesem Gespräch ist die Bedeutung von Ethnie und Identität ein weiterer Aspekt, der nicht ignoriert werden kann und berücksichtigt werden muss. Da Meghan Markle sowohl gemischtgeschlechtlich als auch amerikanisch ist, hat sie ein Maß an Vielfalt eingeführt, das es in der traditionell homogenen britischen Monarchie noch nie gegeben hat. Ihre Erfahrungen, insbesondere die sie in dem Interview mit Oprah geteilt hat, vermitteln den Eindruck, dass der königliche Status ihrer Kinder oder das Fehlen eines solchen nicht nur durch die Einhaltung der Etikette begründet ist. Behauptungen, dass innerhalb der königlichen Familie Bedenken und Gespräche über die mögliche dunkle Hautfarbe von Archie bei seiner Geburt stattgefunden haben, lösten erhebliche Reaktionen aus und zwangen die Menschen, sich mit der Verbindung der Monarchie zur Ethnie auseinanderzusetzen. Die Andeutung von Rassenvorurteilen hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Vertrauen der Öffentlichkeit, auch wenn die Identitäten nicht offiziell bestätigt wurden. In diesen Berichten hieß es, dass Archie und Lilibet möglicherweise nicht nur deshalb anders behandelt wurden, weil sich ihre Eltern aus den königlichen Pflichten zurückgezogen hatten, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sie gemischten Blutes waren. Diese besondere Facette hat erhebliche Auswirkungen. The notion that race had a part in decisions regarding titles or security has prompted a more extensive discussion concerning the inclusion of people of different races and the systematic racism that exists within conventional organizations. Dadurch wurden Forderungen nach mehr Offenheit und Rechenschaftspflicht in königlichen Angelegenheiten laut und Diskussionen über die koloniale Vergangenheit der Monarchie wurden neu entfacht. Mögliche Zukunftsszenarien. Es gibt eine Reihe möglicher zukünftiger Ereignisse, in die Archie und Lilibet verwickelt sein könnten, während sich die Monarchie an die heutige Zeit anpasst. Darunter die folgenden: Beibehaltung der Titel ohne königliche Pflichten. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Kinder ihre Titel nur dem Namen nach behalten und ein Privatleben in den Vereinigten Staaten führen. Dies ist das wahrscheinlichste Szenario. Es ist möglich, dass sie bei einigen Familientreffen erscheinen, aber sie werden nicht an königlichen Diensten teilnehmen. Die Funktionen anderer Mitglieder der königlichen Familie, die zwar Titel tragen, aber nicht als Könige tätig sind, werden nach dieser Version des Modells gestaltet. Der Entzug des Titels durch William.
Sollte Prinz William König werden und sich für eine verschlankte Monarchie einsetzen, ist es möglich, dass er neue Patentbriefe ausstellt, mit denen die Titel von Royals, die derzeit nicht in ihrer Funktion tätig sind, entzogen werden. Es ist möglich, dass dieser Schritt auf Widerstand stößt, insbesondere wenn er sich gegen Harrys Kinder zu richten scheint. Verzicht auf Verantwortung durch Eltern oder Kinder, freiwillig. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Harry und Meghan oder sogar Archie und Lilibet nach Erreichen der Volljährigkeit beschließen, auf ihre königlichen Titel zu verzichten. Es gibt zwei mögliche Interpretationen dieser Entscheidung. Entweder handelt es sich um eine Unabhängigkeitserklärung oder um den Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden, die mit den Titeln einhergeht. Versöhnung und Wiedereingliederung, obwohl es weniger wahrscheinlich ist es möglich, dass sich die Beziehungen zwischen den Sussexes und der königlichen Familie im Laufe der Zeit verbessern, was eine Wiedereingliederung von Archie und Lilibet in das königliche Leben möglich machen würde. In einem solchen Fall würden die Bedingungen höchstwahrscheinlich sorgfältig erörtert werden, und beide Parteien wären bestrebt, ihre Differenzen beizulegen. Historische Parallelen und Lehren. In der Geschichte der königlichen Familie hat es mehrere Fälle von Titelstreitigkeiten, Abdankungen und familiären Entfremdungen gegeben. Spannungen zwischen persönlicher Freiheit und den Anforderungen der Institutionen sind nicht neu. Beispiele hierfür sind der Rücktritt von König Edward VIII. Im Jahr 1936 und die heikle Verbindung, die Prinzessin Diana mit der königlichen Familie hatte. Der Fall von Archie und Lilibet gibt diesen bekannten Konzepten eine zeitgemäße Wendung, indem er als Beispiel dient. Die Royals von heute sind im Gegensatz zu denen früherer Generationen dem unerbittlichen Blick eines Rundum, die uraktiven Medienkreislaufs ausgesetzt und müssen mit sich rasch entwickelnden kulturellen Werten kämpfen. Eine Wahl wird durch eine Vielzahl von Blickwinkeln analysiert, darunter Ethnie, Klasse, Geschlecht und Nationalismus. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Öffentlichkeit die Entscheidung unterstützen wird. In der Vergangenheit fielen königliche Personen, die von den etablierten Normen der Zeit abwichen, häufig in einen Zustand der relativen Unbekanntheit. Die Sussexes hingegen haben sich die modernen Medien zunutze gemacht, um ihre Ansichten weltweit zu verbreiten. Durch diese Entscheidung wurden sie einer noch nie dagewesenen Aufmerksamkeit ausgesetzt, was ihnen eine größere Handlungsfähigkeit verschaffte. Die Nachkommen dieser Personen werden nicht nur zu Symbolen der königlichen Abstammung, sondern auch für die Entwicklung der Kultur. Rechtliche und verfassungsrechtliche Implikationen. Diese Entscheidungen werden nicht im luftleeren Raum getroffen, auch wenn der König die Möglichkeit hat, Titel zu verleihen und zu entziehen. Die politischen Gegebenheiten, die Einstellung des Volkes und die durch die Verfassung gesetzten Grenzen wirken bei der Gestaltung dieser Entscheidungen zusammen. Das Vereinigte Königreich hat keine kodifizierte Verfassung. Dennoch spielen Traditionen und Präzedenzfälle eine entscheidende Rolle bei der Regierung des Landes. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gespräche mit Regierungsvertretern, insbesondere mit dem Premierminister und dem Geheimen Rat, erforderlich wären, um Änderungen an den königlichen Titeln oder der Erbfolge vorzunehmen. Es ist möglich, dass die Regierungen von Commonwealth-Staaten wie Kanada und Australien in Situationen, in denen diese Staaten betroffen sind, kontaktiert werden müssen. Vor diesem Hintergrund könnten alle Änderungen, die sich auf Archie und Lilibet auswirken, möglicherweise größere verfassungsrechtliche Bedenken auslösen. Wie ihr Leben jetzt aussieht. Seit Mai 2025 leben Prinz Harry und Meghan Markle mit ihren Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, in Montecito, Kalifornien. Die Familie führt ein privates und familienorientiertes Leben. In ihrem Podcast Confessions of a Female Founder, Bekenntnisse einer Gründerin, hat Meghan kürzlich Einblicke in ihre unternehmerischen Unternehmungen und ihr tägliches Leben gegeben. In einer kürzlich erschienenen Folge sprach sie über die Herausforderungen, die es mit sich bringt, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Sie stellte fest, dass ihr voller Terminkalender sie oft dazu verleitet, sich etwas mitzunehmen und einfache, aber ansprechende Möglichkeiten zu finden, Essen zu präsentieren. Sie betonte, wie wichtig die praktische Arbeit für den Aufbau einer erfolgreichen Marke ist und wies darauf hin, dass sie sehr viel Wert auf Details legt und die Erwartungen übererfüllt. Die Kinder des Paares, Archie und Lilibet, sind gelegentlich auf Meghans Instagram aufgetaucht. Archie, der im Mai 6 Jahre alt wurde, wird als neugierig und gutherzig beschrieben.
Er liebt Geschichten über Helden, die von den Invictus Games unterstützt werden. Lilibet, die im Juni 4 Jahre alt wird, hat eine besondere Beziehung zu ihrem Vater. Ihre Namen ehren Königin Elizabeth II. bzw. Prinzessin Diana. Trotz ihrer Bemühungen, ein friedliches Leben in Kalifornien zu führen, hat Prinz Harry den Wunsch geäußert, sich mit seiner Familie zu versöhnen. In einem BBC-Interview beklagte er kürzlich die angespannten Beziehungen und äußerte sich besorgt über den Rückzug seiner offiziellen UK-Sicherheit. Vor allem angesichts der laufenden Krebsbehandlung von König Charles und der Genesung von Kate Middleton von derselben Krankheit. Das Paar konzentriert sich weiterhin auf die Erziehung seiner Kinder, wobei der Schwerpunkt auf Liebe, Lernen und einem positiven globalen Einfluss liegt. Über ihre Archerwell Foundation haben sie Initiativen ins Leben gerufen, die sich mit den Online-Schäden für Jugendliche befassen und ihr Engagement für eine bessere Zukunft ihrer Kinder widerspiegeln. Die Auswirkungen auf das königliche Image. Letztendlich könnte die Art und Weise, wie mit den Titeln von Archie und Lilibet umgegangen wird, einen enormen Einfluss auf das Image haben, das die Monarchie in der Welt genießt. Es ist möglich, dass die königliche Familie jüngere und vielfältigere Gemeinschaften weiter entfremdet, wenn sie als an überholten Normen festhaltend oder aus Voreingenommenheit handelnd angesehen wird. Andererseits hat eine Entscheidung, die auf Mitgefühl, Fairness und Offenheit beruht, das Potenzial, die Bedeutung der Monarchie im 21. Die Geschichte von Archie und Lilibet berührt eine Vielzahl zeitgenössischer Themen, darunter Fragen der Identität, der Fairness, der Privilegien, der Autonomie und der sich wandelnden Funktion der Tradition. Sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Monarchie sind gezwungen, neu zu bewerten, was es bedeutet, in der modernen Welt ein König zu sein. Ist das ein Geburtsrecht, eine Pflicht, eine Last oder etwas völlig Symbolisches? Titel sind eine Form der Vererbung. Die Entscheidungen, die in Bezug auf diese beiden jungen Royals getroffen werden, können als Barometer für die Institution als Ganzes dienen. Die Fähigkeit der Monarchie, sich anzupassen, ohne ihr Wesen zu verlieren, wird nicht nur darüber entscheiden, ob sie weiter bestehen wird oder nicht, sondern auch darüber, wo sie in den Herzen und Köpfen künftiger Generationen stehen wird. Der Weg, den Archie und Lilibet einschlagen, wird auch weiterhin symptomatisch für den größeren Wandel sein, den die Monarchie durchmacht, unabhängig davon, ob sie mit Titeln, Pflichten, Unabhängigkeit oder einer Mischung aus allen 3 Faktoren aufwachsen. Zukunft: Titel könnten gestrichen werden. Prinz William könnte, wenn er den Thron besteigt, die Titel von Archie und Lilibet ändern oder annullieren, je nachdem, für welches Modell der königlichen Familie er sich entscheidet. Wenn er beschließt, nur offiziell angestellte Mitglieder zu behalten, könnten die Kinder von Harry und Meghan ihre Titel verlieren. Dies würde jedoch die Ausstellung eines neuen königlichen Haftbefehls erfordern, ähnlich wie es Georg V. im Jahr 1917 getan hat. Fazit: Archie und Lilibet sind immer noch Prinz und Prinzessin, aber das Jahr 2023 markiert den Beginn der offiziellen Anerkennung ihrer Titel. Sie sind nicht befugt, die königliche Familie in irgendeiner offiziellen Funktion zu vertreten, und sie genießen keine Rechte als HH. Die Zukunft dieser Titel hängt in hohem Maße von der Entscheidung ab, die William bei seiner Thronbesteigung trifft. Archie und Lilibet stehen während des gesamten königlichen Dramas im Mittelpunkt komplexer familiärer Beziehungen, die weit über bloße Formalitäten hinausgehen. Diese Dynamik geht über die reinen Formalitäten hinaus. Nach einer Zeit der Ungewissheit akzeptierte König Karl III. Schließlich die Tatsache, dass seine Enkelkinder Anspruch auf die von ihm geerbte fürstliche Stellung hatten. Diese Anerkennung erfolgte zur gleichen Zeit wie andere Handlungen, die auf eine wachsende Entfremdung zwischen den Sussexes und dem königlichen Establishment hindeuteten. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anerkennung zur gleichen Zeit stattfand. Die Namen der Kinder entstammen Protokollen, die Hunderte von Jahren zurückreichen, angefangen bei einem Erlass von König Georg V. aus dem Jahr 1917 bis zum heutigen Tag. Daher wurde ihr Status automatisch geändert, als ihr Großvater den Thron bestieg. Das war die Konsequenz, die sich daraus ergab. Obwohl es anfangs hieß, Harry und Meghan wollten, dass ihre Kinder ein normales Leben ohne royale Titel führen, hat sich ihre Sichtweise offenbar aufgrund der Sorge um das Wohl ihrer Kinder geändert. Indem die Herzogin von Cambridge während ihres bekannten Auftritts bei Oprah auf diese Sicherheitserwägungen hinwies, machte sie sehr deutlich:
dass es einen Zusammenhang zwischen Titeln und Schutz gibt. Die emotionale und geografische Barriere, die zwischen dem Buckingham Palace und Kalifornien besteht, macht die Angelegenheit nicht nur wesentlich komplizierter, sondern auch schwieriger zu handhaben. Die praktische Verbindung von Archie und Lilibet zur Monarchie wird mit jedem Jahr, dass sie dem königlichen Leben fernbleiben, schwächer. Dies ist der Fall, obwohl sie theoretisch weiterhin ihren Platz als Sechster und Siebter in der Thronfolge einnehmen, da Prinz William angeblich versucht, die Monarchie zu vereinfachen und zudem einen persönlichen Groll gegen seinen Bruder hegt. Wird die langfristige Stabilität dieser Titel in Frage gestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Prinz William einen persönlichen Groll gegen seinen Bruder hegt. Daher ist die Geschichte von Archie und Lilibets königlichem Status ein Spiegel des größeren Wandels, der sich innerhalb der britischen Monarchie vollzieht. Diese Bewegung spiegelt die Tatsache wider, dass sich die Monarchie in einem umfassenden Wandel befindet. Während dieses Wandels muss ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Modernisierung und Tradition sowie zwischen Geburtsrecht und aktiver Pflicht gefunden werden. Infolgedessen ist ihre Geschichte nicht nur ein Beispiel für einen Streit innerhalb der Familie, sondern auch für die Entwicklung der königlichen Identität im 21. Jahrhundert. Könnte dies ein Zeichen für eine neue, aggressivere Phase in der Strategie der Firma sein, den Einfluss von Harry und Meghan einzudämmen? Oder ist es nur die natürliche Konsequenz der Abkehr von der Krone? Eines ist sicher: Es handelt sich nicht mehr nur um einen Familienzwist. Es ist eine öffentliche Abrechnung und eine Prüfung der Loyalität, des Erbes und dessen, was es wirklich bedeutet, königlich zu sein. Wenn Sie glauben, dass die Monarchie einen Fehler macht, drücken Sie den Gefällt mir-Button und sagen Sie uns in den Kommentaren: Sollten Archie und Lilibet ihre königlichen Titel behalten dürfen, oder hat König Charles sie zu Recht abgeschafft? Vergessen Sie nicht, ein Abonnement abzuschließen, um weitere ungesagte Wahrheiten und königliche Enthüllungen zu erhalten. Weil die Firma still sein kann. Aber die Wahrheit? Er findet immer seine Stimme.